Okay, vielleicht. Hier würde vielleicht ein Great E nicht schaden, ne? Ja, die haben tatsächlich den Schaden der Monster erhöht. Und zwar gar nicht mal so wenig. Das wäre jetzt tatsächlich auch ganz interessant, wie stark die Viecher hier sind. Also, dann stoppen wir mal so ungefähr die Zeit. Das Perfekte ist gleich genau 21 Uhr. Dann stoppen wir damit einfach mal so grob die Zeit. Ich meine, auf die Sekunde kommt es jetzt nicht an. Das ist jetzt kein Speedrun. So, 21 Uhr. Passt. Let's go. Inventar ist komplett empty, bis auf ein paar Power-Ups und so ein Scheiß. Oh. Oh Gott. Sie haben auch Quickcast deaktiviert. Oder Quickcast wurde deaktiviert. Das ist ja die Hölle auf Erden. Geht ja schon mal gut los. Warum ist automatisch angreifen? Wer hat meinen Client kaputt gemacht, Mann, Alter? Jesus freaking Christ, man. Irgendjemand hat sich an meinem Client zu schaffen gemacht. Na, es wurde einfach geresettet aus irgendeinem Grund. Ach komm, leck mich doch, Mann. Ist das eine Kacke, Mann. Aber die Basiseinstellungen von Flyff sind auch wirklich so trashig, muss man wirklich mal sagen. Das ist halt unplayable. Die Basiseinstellungen von dem Game sind so fucking trash. Das ist insane. Keine Ahnung, wer so dieses Game spielt. Ich verstehe es wirklich nicht. Try again. So. Warum hebt der... Ne, der hebt schon... Genau, ich heb nur Waffen und Rüstungen auf. Genau, passt. Ja, das hat sich komischerweise nicht geresettet. Der Pet-Filter ist gleich geblieben. Das ist doch schon wieder unlogisch. Ausgerechnet das hat sich nicht resettet. Und nein, Bolt keine Ampli. Wir haben auch keine Party-Skills. Das war schon mal eine produktive erste Minute. Produktive erste Minute. Swampy Area hält nicht lang genug, das sehe ich jetzt schon. Swampy Area hält nicht lang genug. Das funktioniert nicht so wie Gravity Bell. Wie viel Schaden machen die mir? 1,7 geblockt. Das ist actually ziemlich viel. Ja, 6K. 6K trotz Earthquake, glaube ich. Aber ja, die Droprate haben sie noch nicht gesenkt, genau. Das heißt, das Inventar ist 0, nix voll. Aber ist ja egal, die XP auf die Minuten kann man ja hochrechnen. Muss da nicht 2 Stunden leveln, um auf 2 Stunden ungefähr hochzurechnen. In der Gegner-Buffleiste wird eine Zeit angezeigt. Jo. Das ist cool. Das ist cool, ja. 11K. Mir hat das eine Vieh gerade 11K gecrittet. Normales Monster, Open World, crittet mir 11K, by the way. Mit Death Upcut Stone. Und die sind auf dem gleichen Level wie ich. Und ich habe kein Wasser auf der Suit. Ich habe gar kein Element auf der Suit. Einfach mal so mir nichts, dir nichts, 11K. Du hast da 150er Set an. Ja, das ändert halt einfach gar nichts. Die 180er Sets haben 5% mehr Def bekommen letztens. Und die Basis-Def-Werte sind so oder so lächerlich. Dann kriegst du halt 10K, wenn du das 180er Set trägst. Das ändert gar nichts, Sir. Okay, wir sind gleich voll, Leute. Das werden wahrscheinlich nicht mal 10 Minuten. Was? Wow. Okay.
Also, wenn ich es nicht besser wüsste, wurde ich maximal von 2 Monstern gehittet. Und ich bin einfach tot. Das war letztes Mal auf jeden Fall auch noch nicht so. Also sie haben den Schaden der Monster um ungefähr 30% oder mehr. Also Pi mal Daumen 30% erhöht. Ich finde, das ist ein bisschen zu heftig. Also... Ja. Verstehe jetzt auch nicht so wirklich, warum sie das gemacht haben. 10.000... War das überhaupt ein Crit? 8.700... Also ohne Earthquake machen wir die Viecher 8k. Nee, Schwachsinn, 10k. Mit Earthquake 8k und ohne Earthquake einfach 10k. Was zum heiligen Kuckuck? Eine Sekunde stehen bleiben, wenn du keine maximale Blockrate hast, du bist einfach garantiert tot. Oh, mein CS-Pad ist gleich nicht draußen. Ganz kurz stehen bleiben, 2, 3 Monster hitten dich, wenn du keine Max-Blockrate hast und du bist garantiert tot. So wie hier. Gerade noch rechtzeitig Avalanche bekommen. Also weiß nicht, ob das jetzt wirklich nötig war. Vor allem ist auch wieder so ein Thema Ringmaster. Mal ganz kurz nicht auf den Ringmaster aufgepasst, kommt 2 Agros, er ist instant tot. Jedes Mal garantiert. Ich glaube, mein Inventar... Ne, ist noch nicht voll. Also wird auch wieder ein schönes... Wird schön für die Leute, die gerne so ein bisschen Brain AFK spielen und nicht so gut auf ihren Ringmaster aufpassen. Wenn der kein fettes Tank-Equipment trägt, dann wird er halt jedes Mal einfach gewone-shottet. Imagine, du levelst hier mit Level 185, dein Ringmaster ist Level, sagen wir 170. Der wird jedes Mal einfach gewone-shottet. Von jedem Monster, das spawnt. Von jedem Agro. Das ist halt voll unnötig. Vor allem, ich fand gar nicht, dass die Monster so ultra wenig Schaden gemacht haben, weil letztes Mal war ich zwar natürlich im Level niedriger und ich war bei den Canonicus, aber da haben die mir auch 6, 7k gemacht, glaube ich. Was ja Sinn ergibt, jetzt 30% mehr, jetzt sind so bis zu 10k. Aber eben, also was waren 7k, wieso reicht das nicht? Wenn mein Char standardmäßig so um die 20k AP hat auf dem Level, dann müssen die Viecher... Oh, Moment, ich habe nicht gestattet, glaube ich. Oh. Ich habe nicht gestattet. Aber ja, wie gesagt, also... Irgendwie unnötig. So, Inventory müsste voll sein, ja. Das waren dann 7 Minuten minus 2 Tode. Dann machen wir noch die 10 Minuten voll und dann sagen wir einfach 1 Minute extra, damit wir die Tode rausrechnen. Und dann haben wir mal 10 Minuten circa. Plus, minus. Ohne Ampli. Ohne Ampli, ohne XP-Event, ohne irgendwas. Auf dem höchsten Level. Ist der Death Rush auch auf dem PDR schon drauf? Death Rush? Ich weiß nicht, was das ist. Da klingelt nichts bei mir. Was für Hindernis? Von den Billo-B-Waffen? Da klingelt immer noch nichts. Du kriegst 3 Sekunden PvE und Speed. Wenn? Wenn was? Ach so, kein Link Attack, by the way. Auch kein Link Attack. Die Mobdichte hier ist auf jeden Fall immer noch insane.
Dann machen wir noch die AOE. Dann sagen wir einfach plus 1 Minute für die XP. Das wäre dann... Oh, es hat gar nicht gereicht. Okay, nevermind. Das wäre dann wie wenn ich gestattet hätte und nicht zweimal gestorben. Na gut, das Pad habe ich jetzt auch vergessen. Aber gut, das würden die meisten Leute so auch nicht benutzen. Okay, also sagen wir mal 0,2. Ja, dann wahrscheinlich 0,25. Also es waren jetzt fast 0,21, 10 Minuten, dann plus 10%. Also kann man wahrscheinlich locker sagen mit Link Attack irgendwas zwischen 0,25 und 0,3. Und das dann mal 6, also 1,5 bis 1,8 ohne Ampli. Also mit Ampli eigentlich garantiert über 2%. Und man kann sicherlich noch eine bessere Kill-Time erreichen. 1000%ig. Also bestimmt sogar Open World 3% die Stunde drin. Also 30 Stunden für ein Level-Up. 30 Stunden fürs höchste Level-Up, das ist eigentlich voll okay. Gibt's da keine Argos? Doch. Also da sind gerade keine, aber natürlich. Da. Du siehst es nur nicht, weil hier so viele... Von den meisten Monstern wird der Name gar nicht eingeblendet, Sir. 30 Stunden für ein Level-Up ist echt voll okay. Es ist das höchste Level-Up und du brauchst es nicht. Du kannst das höchste Equipment bereits mit Level 180 tragen. Es hat also überhaupt keinen Mehrwert, 190 zu sein. Also ja, das ist voll okay, weil was bringt es dir, 190 zu sein versus 180? Gar nichts. Oh wow, es sieht so aus, als hätten sie meinen Vorschlag übernommen. Also letztes Mal hatte ich komplett volles Inventar und es waren ungefähr knapp 25 Millionen, ich glaube 23, 24 irgendwas. Und dann habe ich gesagt, und Coral Island war in der gleichen Zeit, das gleiche Inventar waren 9 Millionen, 9,9 oder so. Und dann habe ich gesagt, man sollte lieber nur so plus 30% machen von Coral Island. Und jetzt sind es 13 Millionen. Aber 13 Millionen ist trotzdem ziemlich viel, finde ich. Die Droprate ist jetzt hier geboostet, also man weiß jetzt nicht, wie viel das auf Borodeng wäre. Auf Borodeng wären es wahrscheinlich die oberen 3 Zeilen, maybe. Maybe. Schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sagen, ja.